Martin Bayer will seine Patienten möglichst schnell gegen Corona impfen, doch noch darf er nicht. Seine Hausarztpraxis in Wittenberg-Wismar ist eine von 23 Praxen im Landkreis Gießen, die beim Pilotprojekt des Landes Hessen teilnehmen wollen. Vom Gesundheitsamt bekam er dazu seitenweise Fragen. Ist die Praxis gegen Einbruch gesichert und wie sehen die Sicherheitsvorkehrungen aus? Wir haben das mit Unverständnis zur Kenntnis genommen, denn ich frage mich, warum muss ich mich bewerben, warum muss ich mich dem Landkreis gegenüber erstmal präsentieren als Praxis, die überhaupt impfen kann. Wir impfen seit Jahren, seit Jahrzehnten. Dieses Bewerbungsschreiben wurde mittlerweile zurückgezogen. Aber das Prozedere einer Corona-Impfung bleibt für ihn kompliziert. Wir haben große Sorge, dass vor allen Dingen die Impfdokumentation, die bislang täglich an das Robert-Koch-Institut übermittelt werden muss, mit Erfassung von Namen, Geburtsdaten, Erstimpfung, Zweitimpfung, Chargennummer etc., dass uns diese Bürokratie letztendlich Patienten kostet, die wir impfen können, also Zeit kostet für die Patienten, die wir impfen können. Bürokratie kostet Impftempo. Und gerade darauf kommt es an. Doch der Impfstoff fehlt. Daher sollen Anfang April zunächst 50 Hausarztpraxen im Pilotprojekt Hessens 10.000 Dosen AstraZeneca bekommen. Wenn wir mehr Impfstoff hätten, würden wir alle gerne noch schneller auch in die Praxen gehen. Da der Impfstoff aber sehr begrenzt ist und die Termine in den Impfzentren ja jetzt auch schon vergeben sind, würde eine noch stärkere Verimpfung in den Praxen jetzt heißen, dass Menschen, die schon einen Termin in einem Impfzentrum haben, dann der Termin wieder abgesagt werden müsse. In der Wetterau impfen sie schon. 95 Praxen machen mit, in enger Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt in Friedberg. Und das klappt gut. Wir haben einen Teil des Impfstoffs für unsere niedergelassenen Kollegen abgezwackt und die niedergelassenen Kollegen quasi zu ambulanten Impfteams gemacht. Wir haben in einer Woche 3.500 Einheiten rausgegeben und haben auch innerhalb von einer Woche die sofort verimpft gehabt. Derzeit gibt es keinen Nachschub. Wir können diese Woche nur 500 Impfdosen überhaupt rausgeben und wir könnten wahrscheinlich mindestens mal das 10-fache rausgeben und die würden in einer Woche verimpft werden. Er kritisiert das hessische Pilotprojekt. Es koste nur Zeit. In einem offenen Brief an die Minister fordern die Hausärzte im Wetteraukreis zudem weniger Bürokratie. Rund 2000 über 80-Jährige in der Wetterau warten noch auf eine Impfung. Wolfgang Pilz hat schon 55 Patienten seiner Praxis in Friedberg-Ockstadt mit AstraZeneca geimpft. Auf seiner Liste warten derzeit noch 1000 Patienten. Wir priorisieren Patienten aus unserer Liste und lassen denen im Vorfeld diese ganzen bürokratischen Aufklärungsunterlagen zukommen, die uns sehr viel Arbeit machen, weil es 5 DIN A4 Seiten sind, wirklich eine Zumutung an Bürokratie. Er könnte 200 Menschen pro Woche impfen, wenn denn genügend Impfstoff da wäre. Es wird nach dem, was uns der Bund avisiert und was die Hersteller sagen, ab Anfang April schon ein wenig besser. Das erlaubt dann auch die Einbeziehung der Ärzteschaft über die Regelversorgung. Und im Laufe des Aprils soll die Zahl der Impfdosen doch deutlich steigen. In der letzten Aprilwoche ist dann eine wirklich nochmal große Steigerung vorhergesagt. Es wird also noch dauern, bis auch Wolfgang Pilz mehr Impfstoff hat, den er dann hoffentlich schneller und unbürokratischer impfen kann. Ja, mehr Impfstoff, das wünschen sich ganz viele. Auch mit dem Thema hat sich unser HR-Datenredakteur Jan Eggers intensiv auseinandergesetzt mit dem Impfen. Wie ist das jetzt eigentlich? Wie viel Impfstoff haben wir eigentlich? Ja, wir können erst mal feststellen, in einem Punkt ist tatsächlich eine erfreuliche Entwicklung festzustellen. Wenn wir gucken, wie viel wir so pro Woche verimpfen und uns die Entwicklung mal anschauen in den letzten Wochen, dann sehen wir, tatsächlich haben wir im Tempo zugelegt. Aber, und das sehen wir auch, wenn wir das mal versuchen weiterzuschreiben, was da an Impfstoff reinkommen soll, dann wird das in den nächsten Wochen nicht wirklich so viel mehr. Das ist mal ein Versuch, hier das zu prognostizieren, den wir gemacht haben, einfach aufgrund dessen, was da an Impfstoff angekündigt ist und dass wir beobachten, dass immer so etwa 75% dieses Impfstoffs verimpft werden. Aber man muss auch ganz klar dazu sagen, da sind noch einfach wahnsinnig viele Unwägbarkeiten drin.
Was denn zum Beispiel für Unwägbarkeiten? Naja, also wir haben ja eben Minister Klose gehört, der gesagt hat, in der zweiten Hälfte des Aprils, da kommt dann deutlich mehr. Tatsächlich, wenn man sich die Prognosen anguckt, wie viel haben die einzelnen Impfstofflieferer so zugesagt, das haben wir mal vom Bundesgesundheitsministerium die Zahlen genommen. Dann muss man aber leider feststellen, wenn man das vergleicht mit dem, was heute wiederum das Innenministerium, was ja fürs Impfen zuständig ist, an fest bestätigten Lieferungen sozusagen angegeben hat, dann sind das zum Beispiel bei Moderna Impfstoff, das ist der wichtigste Impfstoff, derjenige, der am meisten verimpft wird, nur so etwa 3/4 von dem, was mal ursprünglich angekündigt war. AstraZeneca wissen wir auch, die haben gerade vor 10 Tagen gesagt, dass sie die Lieferungen nach Europa massiv reduzieren werden. Das könnte heißen, dass nur so etwa 60% verimpft werden. Und das heißt eben unter dem Strich von dieser schönen Tortengrafik, die wir eben gesehen haben, ist mehr als 1/4 einfach unsicher. Wir wissen es nicht und ich möchte behaupten, das kann im Augenblick wirklich keiner sagen. Haben wir diesen Impfstoff? Wann kommt er? Kommt er so, wie wir ihn uns wünschen? Was aber immerhin andererseits auch heißt, es ist noch Hoffnung da. Es ist Hoffnung da, aber die momentan hier das Land steuern, also Hessen steuern, die können da gar nicht so viel ausrichten, oder? Die können in der Tat nicht viel ausrichten. Wie viel Impfstoff zur Verfügung steht, das ist eine Sache, die wird erstmal auf der europäischen Ebene geklärt. Und wie viel dann die Bundesländer kriegen, das wird nach einem relativ festen Schlüssel zugeteilt. Und dann müssen sowohl Impfzentren als auch Hausärzte einfach mit dem klarkommen, was sie kriegen. Ja, danke schön, Jan Eggers. Politiker müssen den Kopf hinhalten, auch für Sachen, wofür sie vielleicht auch nicht immer was können.